Liebe Trauergemeinde, heute kein fröhliches Moin wie sonst. Wir haben einen weiteren Verlust in unseren Kreisen zu beklagen. Bitte faltet jetzt eure Hände und schlagt das Gesangsbuch auf Seite 183. Lassen wir das. Flaschi ist kaputt. Flaschi ist von uns gegangen. Über 2 Jahre hat Flaschi mich jetzt begleitet. Aber keine Sorge, wie das so ist mit treuen, langjährigen, guten Mitarbeitern, wurde Flaschi natürlich sofort ersetzt. Auf die nächsten 2 Jahre. Ein bisschen Spaß muss sein, ne? Die heutige Folge Berabsupport wird präsentiert von Udo Lindenberg. Auf geht's! Ach so, ich sollte vielleicht auch dazu sagen, worüber wir heute reden. Wir frühstücken heute, lass uns sagen, 3 Themen ab. Erstes Thema ist, ich bin berechtigterweise kritisiert worden für das letzte Video. Und zwar bin ich einfach schnell so zack, zack, zack durch die Themen gesprungen, durch die Defekte. Ich habe aber nicht drüber nachgedacht, warum denn beispielsweise eine eingelaufene Ölpumpe weit weniger schlimm ist als zum Beispiel ein eingelaufenes Freilaufrad oder ein zerstörter Anlasserfreilauf oder was weiß ich was. Und da würde ich heute gerne noch eben einmal kurz mit euch drüber reden, damit wir nicht aneinander vorbeisprechen, damit wir alle auf demselben Stand sind. Außerdem habe ich einen kleinen Fehler meinerseits zu revidieren, beziehungsweise Fehler, ein Versäumnis. Und zwar könnt ihr euch noch an das Video hier erinnern. Ich blende das hier mal eben ein, dann sollten, ich sag mal so, 85% von euch wissen, was ich da meine. Ich habe nämlich irgendwann mal von der Firma Wabeco dieses Set hier zugeschickt bekommen, um euch das zu verlosen, aber im, nennen wir Stress, bin ich drüber hinweggekommen, das zu verlosen. Und das machen wir jetzt als allererstes, damit ich das A aus dem Kopf raus habe und B, derjenige, der sich natürlich daran beteiligt hat, auch zu seiner Messuhr kommt. Das machen wir jetzt als allererstes. So, hier ist das Video. Da hieß es ja, dass derjenige, der daran teilnehmen möchte, danke Wabeco, in die Kommentare schreibt. Und jetzt wird das eben einmal wie immer absolut fair ausgelost, indem ich das hier eben einmal in einen Random Comment Picker haue. Ich werde das dann immer mal aufnehmen und euch hier wieder einblenden. Die Zeit müsst ihr mir bitte immer mal geben. Nicht wieder wegskippen. Das Video kriegt gleich noch einen tieferen Sinn. Verspreche ich euch. So, wie ihr womöglich gerade gesehen habt oder jetzt hier sehen werdet, Nils Wittemeier, du bist der Gewinner von der Messuhr und dem Stativ. Ich würde dich bitten, dass du mir bei Instagram eben einmal deine Adresse zukommen lässt. Und dann lasse ich dir das Ganze zukommen. Herrlichen Glühstrumpf erstmal dafür. So, die zweite Sache ist, also nicht mein Bier, sondern das, was ich jetzt zu sagen habe. Ihr merkt schon, ich bin besser drauf. Ich habe euch nämlich ein Porn aus den Schrottteilen gebastelt. Einfach, damit ich so ein bisschen in Übung bleibe und in Übung komme, um in diesen Porns eben besser zu werden. Sollte ich ihn aber solo hochladen, also nur diesen Porn, guckt ihr ihn nicht und deswegen mogele ich ihn euch jetzt hier eben einmal unter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Dauert so ungefähr 45 Sekunden, sollte jeder von euch ertragen können. Eure Meinung gerne in die Kommentare zu diesem Ganzen. Einmal da unten reinschreiben. Dankeschön. Und dann sehen wir uns gleich zum eigentlichen Hauptthema hier wieder. Bis gleich. Gar nicht mal so schlecht, oder? Dafür, dass ich das jetzt 5, 6 Mal gemacht habe, wird das, glaube ich, immer besser. Damit haben wir die Defekte dann auch dementsprechend so ein bisschen in Ehren gehalten und kommen nochmal auf die Defekte zu sprechen. Ich bin nämlich berechtigterweise kritisiert worden für das letzte Video, das habe ich ja ganz am Anfang schon mal angeführt. Und zwar habe ich das sinngemäß so verstanden, ich werde euch das hier einmal einblenden, dass das ja grundsätzlich alles schön und gut ist, aber man als Unerfahrener oder als Laie nicht ganz nachvollziehen kann, warum denn der eine Defekt ein Problem ist und der andere weniger ein Problem oder ein Resultat. Und da würde ich hier gerne eben einmal nochmal ganz kurz drauf eingehen, damit das Video nicht ganz so lang wird. Das ist tatsächlich nur so für zwischendurch, um eben einmal diese Sachen, die ich
beziehungsweise die ihr gerade gesehen habt, unter anderem das Gewinnspiel abzufrühstücken. Also, warum eine eingelaufene Ölpumpe wie diese hier, und ihr könnt womöglich die Riefen nicht sehen, deswegen werde ich die jetzt eben einmal zerlegen. So sieht das Ganze dann zerlegt aus. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Teile, wenn man so will. Seht ihr, ich hoffe, dass ihr das seht, dass diese Ölpumpe verrieft ist. Jetzt stellt sich die Frage natürlich dem einen oder anderen, warum ist das hier kein Problem im herkömmlichen Sinne? Weil diese Riefen ein Resultat sind. Unter anderem von zum Beispiel sowas hier. Ich bin mir sicher, dass ihr das sehen könnt und hören. Da sind richtig Krater drin und reingeschlagen von diesem kaputten Anlasserfreilauf. Ich habe jetzt einen anderen gegriffen, der andere liegt noch im Regal, den habt ihr, wie ich gesehen habe in dem Video, einfach in den Rotor geworfen, weil das auch kaputt war. Habe ich jetzt hier stellvertretend anderen genommen. Dieser hier wird ja, beziehungsweise funktioniert ja nur in eine Richtung. Wie der Name schon sagt, ist das ja der Freilauf. In eine Richtung kann das Ganze rotieren und in die andere Richtung blockiert das und kann somit dann den Motor drehen. Und wenn der Motor dreht, läuft dieses Rad hier quasi frei. Das Problem daran ist, dass dieser Abrieb entweder vom Freilauf, vom Rad, von der Narbe, dieses Material, was sich dabei ablöst, durch den Motor wandern kann, okay? Und dabei zum Beispiel so Bauteile wie die Ölpumpen zerstört. Deswegen ist das kein Problem, sondern das ist das Problem. Überall, wo sich Material ablösen kann, durch Arbeit, durch mechanischer Einfluss, durch Defekt, oder ein mechanischer Defekt, der durch einen Einfluss, ihr wisst, was ich meine, der durch irgendwas entstanden ist, wie zum Beispiel von dem Gehäuse, wo ich euch ja das Lager gezeigt habe, dass solche Sachen sind dann die Ursache und dieses hier ist dann das Resultat von diesem Defekt, beziehungsweise spielt das immer miteinander einher. Das heißt also, wenn eine Ölpumpe kaputt ist, war das nicht das Problem, sondern hier splittert beispielsweise Stahl ab, was durch den Motor wandert, nicht vom Magneten rausgezogen wird und immer wieder in dem Kreislauf landet. Als Beispiel, je nachdem wie viel das ist, wenn der Magnet schon dementsprechend voll ist und sich da gar nichts mehr ansammeln kann und das immer wieder durch den Ölkreislauf geht, macht dieser Abrieb halt dementsprechend dann den Rest von dem Motor zunichte. Und dann hast du hier ein Resultat durch einen Defekt. Das ist das, was ich mit dem letzten Video, mit den letzten Sätzen bzw. mit den Sätzen sagen wollte, dass das hier nicht unser Problem ist, sondern das hier unser Problem war, beziehungsweise der Stahl und Aluminium von der Abtriebswelle das Problem war oder ist. Unter anderem. Ich kann natürlich nicht 100% genau sagen, das war jetzt der Defekt und das ist ein Resultat. Auch das habe ich angeführt, weil wir so viele Defekte haben. Ich wüsste nicht, wo ich da ansetzen soll. Fakt ist aber, dass das hier schlimmer ist als das. Das war alles. So, ich hoffe, dass ich mit diesem kleinen Zwischendurch-Video ein bisschen Licht ins Dunkle bringen konnte. Wie ich gerade gesagt habe, sind meistens von irgendwo gehen dann die Defekte aus, die dann immer eine Sammlung von weiteren Defekten mit sich ziehen. Ich gehe nochmal auf den einen oder anderen Defekt ein, weil ich euch ja zeigen möchte, wie man den ein oder anderen Defekt halt zukünftig abstellen kann oder die Chancen dafür minimieren kann. Das soll es aber für das heutige Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude daran, mal ein bisschen anders, ein paar Sachen mit reingeschnitten, das Gewinnspiel untergebracht, einen kleinen Gag am Anfang. Das soll es für heute dann gewesen sein. Schönen Dank fürs Einschalten, den Daumen nicht vergessen, damit unterstützt ihr mich extrem. Genau wie wenn ihr einen Kommentar da lasst, auch das unterstützt mich extrem. Vielen lieben Dank. Bis nächste Woche. Und wenn du noch nicht genug von mir haben solltest, kannst du dir da jetzt ein Video angucken, was ich dir noch vorschlage. Da unten kannst du dir noch ein Video angucken, was YouTube denkt, was du noch gerne sehen wollen würdest. Und da drüben kannst du mich abonnieren, falls du das noch nicht getan hast und solche geilen Videos in Zukunft nicht mehr verpassen möchtest. Bis zur nächsten Besichtigung. Tschüss!